Box Nummer 19 in unserer Reihe 24 Boxen für Adventskalender ist diese hier. Wenn uns nichts mehr einfällt, dachte ich mir, notfalls eine Tafel Schokolade verpacken. Das geht natürlich immer. Ja, und wie ich die Box gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und mittendrin in meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender. Neben Sternen und Facettenboxen und länglichen Schachteln und selbstschließenden und mit und ohne Boden. Ja, jetzt war eigentlich schon alles dran. Was gibt's jetzt eigentlich noch, dachte ich mir. Und dann dachte ich mir, was packe ich überhaupt rein in die Boxen? Bis jetzt hatte ich ja schon viele kreative Ideen. Aber wenn nichts mehr geht und wenn mir nichts mehr einfällt, dann dachte ich mir, Tafel Schokolade kann man immer verpacken. Und dann nehmen wir natürlich die, du weißt schon welche, die immer so ein bisschen sportlich ist, mit den Riegeln drin. Genau, für diese Verpackung habe ich jetzt eine besondere Verpackung gemacht. Also die Tafel ist da drin. Und so möchte ich sie an meinen Kalender, für meinen Kalender verstauen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Die fertige Box hat die Maße 16 cm mal 8,5 cm und in der Höhe 1,5 cm, damit sie drin ein bisschen Luft hat und auch schon ein bisschen klappert und man ahnen könnte, was drin ist oder auch nicht. Ja, wir verpacken die einfach. Eine andere Tafel Schokolade brauchst du, andere Außenmaße, kannst du anpassen, funktioniert garantiert auch. Du weißt ja, ich möchte mit einem Paket Designerpapier, wo 12 Blätter drin sind, in den Maßen 12 x 12 Inch, also 30,5 x 30,5 cm, meinen ganzen Adventskalender basteln. Entweder alle Schachteln einzeln, von jeder eine, oder von einer Sorte vielleicht auch alle. Wobei, da habe ich schon zwischendurch immer gesagt, an welcher Stelle das eventuell nicht hinhauen könnte und du auf 2 Schachtelarten ausweichen müsstest. Heute diese Schachtel, da kommen wir wunderbar zurecht mit Designerpapier, das reicht schon mal. Und du weißt ja, dazu brauchen wir immer noch Farbkarton in den passenden Farben. Zu diesem malerische Weihnacht, heißt das Designerpapier, glaube ich, gibt es ganz viele Farben, die dazu passen. Heute nehme ich Lindgrün, habe ein A4-Blatt genommen und gekürzt auf 28,5 cm. Und das wird die Grundform komplett. Und dann einen Streifen Designerpapier, den habe ich mir geschnitten in den Maßen 8 cm in der Breite und werde ihn dann mittig kürzen, beziehungsweise gleich jetzt. Das ist jetzt so, dass die Mattung dann nicht überall den gleichen Rand hat. Das siehst du hier drin. Aber da war ich ein bisschen Sparfuchs, weil ich mir gesagt habe, mit 6 Inch, die kann ich übrigens wunderbar schneiden, indem ich hier den Anschlag nutze. Dann bin ich genau bei 6 Inch. Ja, kann ich einfach aus einem Streifen in 8 cm 2 Stück schneiden. Ja, und dann nehme ich mir noch einen Farbkarton, vielleicht für einen Gruß, weil ich denke, diese Verpackung kann man auch wunderbar einzeln verschenken. Ist ganz einfach, sieht trotzdem nett aus. Ja, deswegen der Text für den Gruß drin. Jo, jetzt aber nicht lang schnacken, geht los. Und zwar, wir brauchen Falzlinien. Kurze Seite wird angelegt. Auf der rechten Seite bei 1 cm eine Falzlinie und bei 2,5. Und das Ganze einmal umgedreht auf der anderen Seite bei 1 cm und bei 2,5. Und zur Kontrolle nehmen wir uns mal das Lineal und schauen, was bleibt in der Mitte übrig. Du ahnst es schon, Mathematik, 16 cm. Genau. Wunderbar, also wird die Sache passen. Und jetzt wird an der langen Seite angelegt. 8,5 haben wir ja gesagt, ist das Maß des Tages. Ist die Tafelverpackung in der Breite. Also braucht man eine Falzlinie bei 8,5. Die Höhe sind 1,5, also die nächste Falzlinie bei 10 cm. Dann 18,5 und 20 cm. Und dann bleiben nochmal die 8,5 übrig. Das ist jetzt heute meine Idee gewesen, die wäre morgen vielleicht ganz anders und du kannst es auch ganz anders machen, aber ich fand das einfach so passend, um diese Schokolade zu verpacken. Jetzt ziehe ich alle Falzlinien einmal nach. Mal kein Falzbein bei der Hand habe, gehe ich da von der Mitte nach außen und jetzt hier in die andere Richtung. Ganz einfache Form, kannst du anpassen in jede Richtung. So, jetzt wissen wir in der Mitte, dieses Feld, da werden wir diesen Rand stehen lassen. Also da brauchen wir wirklich auch beide Elemente. Also schneiden wir hier ein, im ersten und im zweiten, und werden das Mittelfeld nichts weiter abkürzen. Auf der anderen Seite auch.
1, 2. So, und jetzt ist Folgendes zu bedenken. Das falten wir hier so hoch. Das wird unsere Halterung. Das ist die Seitenwände. Das wird draufgeklappt und dann die Außenansicht. Genau. Magnet brauchen wir auch noch. Zumindest habe ich verwendet. Du kannst genauso natürlich jetzt ein Band hier anlegen und hier rum praktisch dann einmal rum und mit dem Designerpapier abdecken und fixieren und hier eine Schleife machen. Geht also genauso. Ja, ich überlege noch, ob wir vielleicht das sogar so machen. Und jetzt ist zu bedenken, auf der einen Seite schneiden wir hier beide Randfelder komplett ab. Das wird die Klappe. Und da schneide ich auch direkt in der Falz drinne, dass es eine schöne Kante gibt. Hier drüben auch. Die Klappe. So. Und das andere Element würde ich auch komplett abschneiden. Aus dem einfachen Grund, wir könnten natürlich diese zwei kleinen Quadrate, ich zeige das jetzt mal hier einmal, weil vielleicht hast du ja, bist du der Meinung, mach das so mit den Quadraten. Kann man machen. Die kleinen Quadrate geben jetzt hier unten den blickdichten Verschluss dieser Kante, weil wir das ja dann hier drauf kleben. Ich mache sie raus, aus dem einfachen Grund, weil, ja, praktisch gemerkt, wenn ich die Schokolade reinschiebe und das Ganze bündig und knackig funktionieren soll, kann sie da unten klemmen. Und zwar an der Dicke dieses Teils. Wenn das so hoch steht, dann kann es da immer so ein bisschen klemmen. Und das stört mich, deswegen schneide ich die Tatsache diesmal ab. In der anderen habe ich es nämlich drin gelassen und habe dann gedacht, da war doch noch was. Gefällt mir nicht. Genau, jetzt kleben wir einfach. Jetzt würden wir also nur hier mit doppelseitigem Abreißklebeband auf diese Laschen kleben. Nummer 1, Nummer 2. So. Kleine Empfehlung, man nimmt die Schokolade, legt sie hier rein und klebt das hier drauf und dann wird die Form super stimmen. Okay. Nummer 1, winkelig, schön draufdrücken, passt perfekt. Nummer 2, das gleiche, winkelig einmal rüberschieben. Wir wollen sie nicht ganz so sehr einsperren, also ein kleines bisschen Luft. Nummer 2, wunderbar, passt perfekt. Dann haben wir uns überlegt hier drin für den Text, weil, wie gesagt, es kann eine Schachtel für unseren Adventskalender sein, genauso gut, aber eben auch wunderbar einzeln zu verwenden. Also legen wir das mal das entgegen. Jetzt kommt wieder der Spaß mit unserem Magneten. Wir erinnern uns, indem ich es beim Häuschen dreimal außen aufgesetzt habe, zweimal zumindest. Wenn wir den mal hier wieder verstecken, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich hätte auch eine Seite hier drunter kleben können, mache ich aber gar nicht, sondern ich klebe hier eine Seite hin und hier außen drauf. So, jetzt ziehe ich hier die Schutzfolie ab und du siehst ja, die Klebefläche ist jetzt hier drauf. Ich wollte dir aber unbedingt zeigen, wie ich das dann mache. Dann nehme ich mein doppelseitiges Abreißklebeband und fixiere das Teilchen hier damit. Und dann ist da nämlich auch alles gerichtet und nichts passiert. Genau. Das auch. Das haben wir so, das legen wir da hin, damit wir sehen, wie es weitergeht. Jetzt habe ich mir die Basic-Bordüren geholt. Und die will ich auch mal einsetzen. Und nehme hier diese. Oder nehme ich mal so eine zackige. Was denkst du? Könnte ja auch so eine. Ich glaube, ich nehme mal die zackige. Auch schicken. Also die zackige Bordüre. Und werde jetzt das eine Designerpapier hier innen reinkleben. Das ist ja bei dem auch so schön. Das hat so einen hellen und dunklen Schimmer drin. Ja, das dunklere klebe ich innen rein. Ich nehme jetzt mal die andere Seite, weil das tat mir eben richtig leid, bei meinem Muster dieses Schöne zu überkleben. Also geht das jetzt mal andersrum, hat jeder mal seinen Auftritt. Links und rechts habe ich ja schon gesagt, ist die Mattung etwas länger. So. Und das kommt vorne drauf. Und jetzt haben wir hier mal unsere kleine Stanzmaschine. Mal eine
Verschanzung direkt. Legen das hier rein, legen das hier drauf. Nun siehst du, das passt mit der Maschine wunderbar. Hier drüben schön fest anlegen. Viel braucht man nicht, ein bisschen wollen wir stehen lassen. Drauf das Ganze. Und Kurbel, Kurbel, Kurbel. Einmal geknackt hat es. Ist auch alles durch. Abnehmen. Und so sieht es aus. Die Länge ist genauso, dass es 6 Inch links und rechts noch ein bisschen haftet. Also schneiden wir das jetzt hier vorsichtig so auseinander, als ob es weiter ginge. Oh, passt wunderbar. Das setzen wir jetzt hier oben drauf und verdecken damit unseren Magneten. Ich oben an, links und rechts wieder den Abstand. In dem Fall schiebe ich das ruhig oben auch so, dass man denkt, es ist überall der gleiche. So. Drücke das vorne an. Magnet ist also wunderbar versteckt. Und das Stück, was hier übrig ist, setze ich hier innen rein. Ich mache, dass mir jetzt schon wieder die Hände kleben, Flüssigkleber. So. So, drauf das Ganze. Und schon passt das. Ja, wir sind ja jetzt fast am Ende unserer Schachteln. Also ich weiß inzwischen schon, was bis 24 drankommt. Wirklich jetzt nochmal spannend zum Schluss, welche Idee rausgeht und welche drin bleibt. So, hier meine Schokoladenverpackung. So einfach geht sie. Das ist die Box Nummer 19 in meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender. Falls du es noch nicht gemacht hast, kommentiere gerne, auch hier heute unter dieser Box oder unter einer der anderen Anleitungen. Dann gelangst du mit in den Lostopf von meinem Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es 24 Boxen, verschiedene. Leer natürlich, kannst du dann selber wunderbar befüllen. Jo, das war's. Wenn dir mein Projekt gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und schau dir gerne die anderen Boxen an und weitere Anleitungen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Videoanleitung sehen. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.